Verrückte Autofahrer, die ohne an die Folgen zu denken vor der Polizei flüchten, bleiben schließlich in ihren zu Schrott gefahrenen Fahrzeugen stecken. In diesem Abschnitt werden die schlimmsten Unfälle bei Verfolgungsjagden mit der Polizei zusammengestellt. Die Action wird immer spannender. Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Die Polizei wollte einen weißen Nissan Murano mit zerbrochener Heckscheibe anhalten. Der Fahrer hielt nicht an und entkam 2 verschiedenen Kontrollen. Die Polizei griff unverzüglich ein, als der Fahrer seine gefährliche Fahrt fortsetzte. Da keine Stopsticks und Box-ins zur Verfügung standen, wurde beschlossen, die Verfolgungsjagd mit einer PIT-Manöver zu beenden. Bei der Berührung schleuderte der Nissan, prallte gegen die Betonbegrenzung, überschlug sich mehrmals und wurde zu Schrott. Der Fahrer, der nicht angeschnallt war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, starb jedoch. Ein grauer Dodge Ram, der in einer Zone mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Meilen pro Stunde mit 107 Meilen pro Stunde fuhr, wurde von der Polizei angehalten. Als die Polizei Blaulicht und Sirene einschaltete, hielt der Fahrer nicht an, sondern überholte die Fahrzeuge auf der Überholspur, hielt kurz an der roten Ampel an und floh dann erneut, wodurch sich die Verfolgung zuspitzte. Es wurde vermutet, dass der Fahrer alkoholisiert war. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn wurde ein PIT-Manöver durchgeführt. Durch den Kontakt kam der Pickup von der Straße ab und zerbrach einen Strommast, wodurch Kabel auf die Fahrzeuge fielen. Die vom Mast abgebrochenen Leitungen brannten das Dach eines anderen geparkten Fahrzeugs durch und lösten einen Brand im Innenraum aus. Die Verfolgungsjagd begann auf der Autobahn 140 und geriet außer Kontrolle, als 2 Verdächtige sich weigerten, einer Polizeikontrolle Folge zu leisten. Ein alter weißer Pickup setzte seine Flucht über einen längeren Zeitraum fort. In der Nähe des Air Depot Boulevard geriet das Fahrzeug durch das Eingreifen der Polizei außer Kontrolle, prallte gegen die Leitplanken und überschlug sich. Der Fahrer flüchtete noch eine Weile weiter, gab sich dann aber schließlich geschlagen. Am 2. Oktober 2024 um 17:30 Uhr begann die Verfolgung eines gestohlenen Fahrzeugs. Mehrere Polizeibehörden arbeiteten zusammen und stellten fest, dass der Fahrer 17 Jahre alt war. Der junge Fahrer, der eine Geschwindigkeit von etwa 150 km pro Stunde erreichte, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er versuchte, über den Mittelstreifen auf die andere Straßenseite zu gelangen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 17-jährige Verdächtige am Steuer wurde lebend geborgen und nach der Behandlung in die Jugendstrafanstalt in Pine Bluff gebracht. Hinter der Flucht stand nicht nur ein gestohlenes Fahrzeug. Der Verdächtige wartet auf seinen Prozess wegen Mordes 1. Grades im Fall Kendrick Rockmore vom 29.
September 2023 und war gegen eine Kaution von $250.000 auf freiem Fuß. Am 3. Oktober hob Carlton Jones, Richter am Bezirksgericht von Miller County, die bestehende Kaution auf und setzte eine zusätzliche Kaution in Höhe von $250.000 für Diebstahl und Flucht fest. Es wurde Alarm wegen eines aus einem Krankenhaus gestohlenen grünen Jeep Gladiator ausgelöst. Aufgrund einer im Fahrzeug zurückgelassenen Waffe wurde gemeldet, dass der Fahrer bewaffnet sein könnte. Der Fahrer reagierte auf die Blaulichter und Sirenen mit einem Kopfschütteln, um Nein zu signalisieren. Als er die Spur wechselte und beschleunigte, wurde eine PIT-Manöver durchgeführt, woraufhin der Pickup von der Straße abkam, sich überschlug und zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde bewusstlos aus dem Fahrzeug geborgen, die herbeigeeilten Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn ins UAMS. Am 12. Oktober 2024 sollte ein Mercedes mit einem Nummernschildrahmen wegen aggressiver Fahrweise und Spurverstoßes angehalten werden. Der Fahrer floh jedoch mit einer Geschwindigkeit von 190 km pro Stunde und führte dabei gefährliche Manöver in Kurven und verbotenen Überholbereichen durch. Der Polizeibeamte versuchte nur an einer sicheren Stelle mit einem PIT-Manöver das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle, schleuderte auf die Gegenfahrbahn, kam in einem Graben zum Stehen und wurde schwer beschädigt. Der Fahrer floh aus dem Fahrzeug. Der Fahrer wurde sofort gefunden und starb trotz CPR-Maßnahmen um 18:36 Uhr. Im Fahrzeug wurden etwa 2 Kilogramm mutmaßliches Marihuana und in der Tasche des Fahrers $5.010 gefunden. Am 19. Mai 2025 begann ein Ford Focus, der einer Aufforderung zum Anhalten nicht Folge leistete, zu flüchten. Die Polizei von Alexander forderte Unterstützung für die Verfolgung des flüchtenden Fahrzeugs an. Die Polizei führte ein entschlossenes PIT-Manöver durch und die Verfolgungsjagd war innerhalb von Sekunden beendet. Der Fahrer Timothy Ratliff wurde festgenommen. Hinter der Flucht standen Fahren ohne Führerschein, offene Alkoholbehälter und Drogenbesitz. Am 4. Oktober 2025 verfolgten Polizeibeamte einen gestohlenen silbernen Jeep, der mit über 90 Meilen pro Stunde unterwegs war. Der Fahrer wurde später als Dustin Paulman identifiziert und es stellte sich heraus, dass er einen Passagier im Fahrzeug als Geisel hielt. Gone far enough, bro. We'll be here southbound on Saturday. 10:37 southbound on Saturday. Right down EMS.
Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verwandelte sich der Jeep an einer Kreuzung praktisch in eine Rampe und hob ab. Er verlor die Kontrolle und überschlug sich, wodurch er völlig zerstört wurde. Der Geiselpassagier wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und auf die Straße geworfen und sofort ins Washington Regional Medical Center gebracht. Der Verdächtige versuchte, zu Fuß vom Tatort zu fliehen, wurde jedoch mit Unterstützung der K9-Einheit schnell gefasst. Find him! Keep an eye on him! Gray sweatshirt went around the back. I've got one on the ground. Passengers on the ground. Stay still. Stay still. Stay still. Yes, ma'am. What's hurting on you? Okay, okay. In einer Meldung vom 27. Juni 2023 wurde ein silberner Lincoln gemeldet, der mit einer Geschwindigkeit von 100 Meilen pro Stunde auf dem Seitenstreifen fuhr. Das Fahrzeug wurde entdeckt und eine Verfolgungsjagd begann. Während der Verfolgungsjagd stieg die Geschwindigkeit auf über 120 Meilen pro Stunde. In der Nähe der Rampe 43 führte der Polizeibeamte eine kontrollierte PIT-Manöver durch, woraufhin das Fahrzeug ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke prallte. Das Fahrzeug prallte von der Leitplanke zurück und stieß erneut gegen das Polizeifahrzeug, das jedoch die Kontrolle behielt. Der Lincoln war völlig zerstört. Der Fahrerregister wurde am Unfallort festgenommen. Auf dem Beifahrersitz wurden verbotene Substanzen gefunden. Aufgrund eines Vorfalls auf der Brücke kam der Verkehr zum Erliegen. In diesem Moment überholte ein roter Pontiac Grand Prix mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Meilen pro Stunde alle Fahrzeuge auf der rechten Fahrbahn und brachte sie damit in Gefahr. Das Fahrzeug, das verboten fuhr, wurde von einem Polizeiauto angehalten. Der Fahrer gab an, keinen Führerschein zu besitzen, und aus dem Fahrzeug drang ein starker Marihuana-Geruch. Im Fahrzeug befand sich auch eine weibliche Beifahrerin. Während sich die Polizeibeamten um den Fahrer kümmerten, stieg die Frau in das Fahrzeug und versuchte zu fliehen. Hey! Hey! Stop! Put him in custody. Die Frau, die mit einer Geschwindigkeit von 160 km pro Stunde vom Seitenstreifen floh, prallte auf der Brücke gegen einen LKW, wodurch das Fahrzeug in 2 Teile zerbrach. Die als Brittany Johns identifizierte Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde im Fond ein Revolver vom Kaliber 22 gefunden und es stellte sich heraus, dass gegen Johns in Illinois ein aktiver Haftbefehl vorlag. Als der männliche Fahrer sah, dass das Fahrzeug in 2 Teile zerbrochen war, begann er, um seine Freundin zu weinen. Am 25. April 2025 verwandelte ein weißer Dodge Ram 3500 Dually Pickup, der von mehreren Polizeiteams verfolgt wurde, enge Wohngebiete in ein Schlachtfeld. Hinter dieser Flucht standen der Verdacht auf einen Fahrzeugdiebstahl und eine schwere Straftat. Der Fahrer fiel durch sein panisches Verhalten auf. Going back east on West 10th Street. 32, 58. I'm your pipe in 12.
East on 13th Street. North on Frank Street. Auf der Ladefläche des Pickups befanden sich große, nicht gesicherte Gegenstände, von denen einige während der Verfolgungsjagd auf die Straße fielen und eine zusätzliche Gefahr darstellten. Als das Fahrzeug eines Troopers über diese Gegenstände fuhr, entstanden sichtbare Schäden an der Frontstoßstange und am Unterboden. North on Franklin from 15. We had one stub TBI. North on Franklin. Failed TBI. East on 17. Coming back out the pipe. I've got a Unter dem Druck der Polizei verlor der Fahrer an einer Straßeneinfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Pfosten, woraufhin er anhalten musste. Der Fahrer klammerte sich an das Lenkrad, schrie "Help me" und weigerte sich, aus dem Fahrzeug auszusteigen, woraufhin es zu einer kurzen angespannten Situation kam. Die Einsatzkräfte holten den Fahrer gewaltsam aus dem Fahrzeug, machten ihn unschädlich und nahmen ihn in Gewahrsam. Der als gestohlen gemeldete Honda Accord, Baujahr 2007, wurde mit 2 Personen in einem Parkhaus entdeckt. Der Fahrer Daniel Baker und die Beifahrerin Janete Olivencia befanden sich im Fahrzeug. Als die Polizei sie aufforderte anzuhalten, versuchte Baker zu fliehen. Mit dem gestohlenen Fahrzeug rammte er einen Polizeiwagen und anschließend eine Mauer, wodurch seine Flucht innerhalb von Sekunden in Chaos ausartete. Der Fahrer Baker wurde am Tatort festgenommen und wegen einer Schnittwunde im Gesicht ins Krankenhaus gebracht. Olivencia wurde ohne Widerstand festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden verbotene Substanzen gefunden. Beide Verdächtigen wurden wegen zahlreicher Straftaten festgenommen. Der 57-jährige William Gerald wurde beim Fahren eines roten Pickups entdeckt. Der Fahrer ignorierte die Aufforderung anzuhalten und begann zu fliehen. Um zu entkommen, fuhr er in den Garten eines Hauses und verursachte dort Sachschaden. Die Verfolgungsjagd endete, als der ältere Mann nach einer weitläufigen Kurve gegen einen Pfosten prallte. Nach dem Unfall wurde William am Unfallort festgenommen. William wurde im Zusammenhang mit dem Tod des 48-jährigen Matthew Smith wegen zweifachen Mordes, dreifacher schwerer Körperverletzung, Beweisvernichtung und Nichtbefolgung polizeilicher Anordnungen angeklagt. Die Polizei konnte dank Flockkameras ein Fahrzeug identifizieren, das bei einem schweren Raubüberfall in Columbus gestohlen worden war. 2 Verdächtige flohen mit dem gestohlenen Fahrzeug, stiegen an einer Stelle aus und setzten ihre Flucht mit einem weiteren gestohlenen Fahrzeug fort. Während der Flucht prallte der Fahrer des gestohlenen Hyundai frontal gegen einen Polizeiwagen.
Eastbound on Klein from Northville, eastbound Klein. Yep, northbound. Yes, thank you. They got 6 over by the high school. Right, he's going to be inside of this shopping mall. Behind the south one, downward. Insgesamt wurden 3 verschiedene Streifenwagen während der Verfolgungsjagd beschädigt. Ran it all over. Are they agree on all of this place? 631 Kleinman River Bend. Während der Verfolgung fuhr der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit durch einen Bereich, in dem Straßenarbeiten stattfanden, und gefährdete damit das Leben der Arbeiter. Kurz darauf führte ein Polizeibeamter eine PIT-Manöver durch, woraufhin der Hyundai die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte. Nachdem das Fahrzeug zum Stehen gekommen war, wurden 2 junge Verdächtige festgenommen. Beide standen offenbar bereits im Zusammenhang mit früheren Autodiebstählen. Vergessen Sie nicht, sich für weitere Videos anzumelden.